Hey Leute, Alsano hier. Ich wünsche euch einen wundervollen, fantastischen, sensationellen Dienstagnachmittag und ich habe es diesmal richtig gesagt. Heute gucken wir uns die Nintendo Direct an, auch wenn ich relativ sicher bin, dass wir nichts zum Thema Pokémon erfahren werden und wahrscheinlich auch zu sonst keinem Spiel, was mich annähernd interessiert. Aber wir gucken uns die trotzdem an, weil wer weiß, vielleicht überrascht uns Nintendo und es gibt was Cooles. Aber bevor wir durchstarten, fange ich erstmal an zu grüßen. Moment, da ist meine Maus. Und zwar ist Christoph da, Sally, Claudia, Etschko, Basti sehe ich noch, Manuela ist da, Bongo, Ines, Lucifer, der Bot ist da, Loris, Robin und Etschko hatte ich schon. Also ganz, ganz liebe Grüße an alle. Und wie gesagt, ich erwarte heute nichts Spektakuläres, wirklich nicht, gar nicht. Ich habe gar keine Erwartungen. Dann kann ich ja nicht enttäuscht werden. So. Moment. Achso, Etschko hat sich jetzt noch die. Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Etschko, ich habe so eine Edition zu viel. Wenn ich jetzt noch eine kaufe, nur wegen der Figur, dann ist wirklich alles vorbei bei mir. Also ich habe jetzt das Doppelpack bestellt und hole mir die Version ja digital, damit ich wirklich pünktlich um Mitternacht streamen kann. Und dementsprechend, ich hole mir die jetzt nicht nochmal wegen der Figur. Im Notfall versuche ich die Figur irgendwie bei eBay zu kriegen oder so. Also das tue ich mir nicht an, weil ich habe schon die eine Figur verlose ich ja an die Kanalmitglieder, die zu dem Zeitpunkt, als ich das angekündigt habe, Kanalmitglied waren. Unter denen verlose ich ja die eine doppelte Edition und die andere Edition geht an meinen Schatz und ja. So, bevor wir uns jetzt in diese unglaublich spannende, innovative, voller Neuigkeiten gepackte Nintendo Direct stürzen, habe ich noch eine kleine Info für euch. Und zwar haben wir ja jetzt einen Monat lang Parallelstream auf YouTube und Twitch hinter uns. Und ich habe mir die Zahlen angeguckt und es macht tatsächlich mehr Sinn, das getrennt zu machen. Und zwar läuft es jetzt so ab, der Pokémon-Content bleibt alles wie gehabt auf YouTube. Alles, ne, auf YouTube ändert sich für euch gar nichts. Und Lucifer hat eine Kanalmitgliedschaft verschenkt. Und wer hat sie bekommen? Wer hat sie bekommen? Claudia, du hast von Lucifer eine Kanalmitgliedschaft bekommen. Da steckt keine Verpflichtung hinter, das läuft automatisch aus, aber du bist jetzt einen Monat lang Kanalmitglied bei Alsano Online, was ganz praktisch ist. Da klingelt es auch. Was ganz praktisch ist, denn die Kanalmitglieder kriegen von mir ab dem 17. September wird in den USA auf jeden Fall Shiny Endinalos verteilt. Und ich versuche mehrere zu besorgen und die werde ich dann an die Kanalmitglieder verteilen. Und wenn da noch welche über sind, kriegen auch andere Leute die, aber erstmal kriegen die Kanalmitglieder Shiny Endinalos. Also sollte das selbst in Deutschland nicht verteilt werden, kriegen die Kanalmitglieder das trotzdem von mir. So, Christian ist auch da und Sebo ist auch da. So, aber was ich sagen wollte, und zwar, YouTube bleibt alles gleich. Der ändert sich nüs. Und da bleiben die Streams auch gleich und alles beim Alten. Das Einzige, was sich ändert, ist die Fortnite-Sachen, die streame ich jetzt auf Twitch. Also die Pokémon-Sachen laufen ganz normal weiter auf YouTube und die Fortnite-Sachen laufen dann jetzt immer um 21 Uhr auf Twitch. Dann ist das etwas einfacher, ich kann das getrennt halten. Ich kann dann sogar Twitch Partner, also kleiner Partner werden und nicht auch richtig großer Partner, aber kleiner Partner. Und dann kann man auch so Subs da lassen und sowas alles. Und wie gesagt, läuft jetzt getrennt. Twitch ist Fortnite, YouTube ist Pokémon und auf YouTube bleibt alles beim Alten. Kein Nachteil für euch. So, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr auf Twitch auch ein Follow da lasst. Denn sobald wir 50 Follower haben auf Twitch, kann ich nämlich am Partnerprogramm teilnehmen und dann kann man mir auch Subs da lassen und so. Also falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert Alsano auf Twitch. So, ich schicke euch mal den Link rein. So ein Follow kostet nichts und so, also Claudia, sehr schön. Sehr schön. Freut mich wirklich, dass es dich getroffen hat, weil du schon so lange dabei bist und da hat es die richtige erwischt. Und wie gesagt, profitierst jetzt sogar davon, kriegst dann das Shiny in den Laders. Denn egal wie ihr die Kanalmitgliedschaft kriegt, ob ihr die von einem Geschenk kriegt oder ob ihr euch die selber holt oder sowas, Kanalmitglied ist Kanalmitglied. Und dementsprechend alle Kanalmitglieder, die am 17. September Kanalmitglied sind, kriegen das Vieh von mir. Oder am 18., je nachdem, wie schnell ich die besorgt kriege. Ne? Also reißt mir nicht den Kopf ab, wenn es erst am 17. ist. Und da klingelt es schon wieder. Da! Ein neuer Follow auf Twitch. Und ich habe es lustigerweise immer noch nicht angesetzt, dass es richtig angezeigt wird. Aber vielen, vielen lieben Dank. Denn auch die Twitch-Follower werden während des YouTube-Streams angezeigt.
angezeigt. Und ja. Also Claudia, das nur noch mal vorweg. Als kleiner Hinweis, das ist, ne, du gehst da kein Abo oder sowas ein. Ne? Also keine Sorge, das hatten wir schon. Das läuft automatisch aus, wenn du das nicht selber dann verlängerst. Also da brauchst du gar nichts machen. Wenn der Monat vorbei ist, ist es Ende. Und wenn du dann sagst, ich möchte trotzdem bleiben, dann kannst du das selber machen. Aber da steckt keine versteckte Verpflichtung hinter oder sowas. Oder dass man dich jetzt in irgendein Abo gedrängt hat oder so. Also da keine Sorge. Wollte ich nur noch mal sagen, ne? Weil man muss ja im Zeitalter des Internets etwas vorsichtig sein. Aber wie gesagt, bei den geschenkten Mitgliedschaften passiert nichts. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. So, und ich finde es auch tatsächlich echt interessant. Lucifer hat ja jetzt schon öfter mal Kanalmitgliedschaften verschenkt. Und das scheint auch immer nur neue, also Leute zu betreffen, die keine Kanalmitgliedschaft haben. Und das ist tatsächlich, finde ich, gut gemacht. Also, dass das dann, ne, klar, es hätte ja jetzt rein theoretisch Basti zum Beispiel, Basti ist seit gefühlt 8 Jahren Kanalmitglied, hätte jetzt Basti auch einen Gratis-Monat dann einbringen können, aber so bringt es dann zum Beispiel neuen Leuten was. Oder Leuten, die noch nie eine Kanalmitgliedschaft haben. Wenn ihr Kanalmitglied seid, aktuell ist es auf Discord und allgemein oft in der YouTube-Welt bei mir ja relativ ruhig, weil es einfach nicht so viel Pokémon-Infos gibt. Aber das ändert sich ja ab November wieder. Also da als kleiner Hinweis noch, denkt dran, wenn ihr Discord habt, da euren YouTube-Account zu verknüpfen. Dann kriegt ihr nämlich automatisch Zugriff auf den Member-Bereich in Discord, wo nur die Kanalmitglieder drauf können. Da sage ich dann auch schon mal irgendwelche Sachen oder verteile Sachen oder sowas. Und sobald Kamezin und Purpur draußen sind, wird es auch wieder Streams nur für die Kanalmitglieder geben. Und da kommt der nächste Follow. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Vielen, vielen lieben Dank, Spooky. So. Und Etschko, das musst du am besten Lucifer fragen, weil ich weiß nicht wie. Ich kann es dir leider wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht wie, weil ich sitze am falschen Ende der Kette und es muss irgendwo einen Knopf geben, irgendwo beim Chat, wo das steht. Aber fragt mich nicht was, weil ich kriege das ja so nicht angezeigt, wie ihr das angezeigt kriegt. Claudia, kann ich verstehen, das ist bei vielen im Moment so. Ne? Ich habe ja auch schon erzählt, dass bei uns die Gaspreise extrem gestiegen sind. Und der Vorteil, den wir jetzt haben, ist, wir lassen hier oben, wir haben schon die vorläufige Genehmigung. Hier oben kommt jetzt ein Kamin hin, so richtig urig mit Holz und so. Und dann können wir hier oben im Studiobereich die Heizung abmelden, die 180 € im Monat kostet, nur für hier oben die Räumlichkeiten fürs Studio zu heizen, weil das Nachtspeicher ist. Die können wir abmelden und dadurch haben wir dann plus minus null beim Gas durch die Erhöhung, aber es ist trotzdem nervig. So, also Lucifer macht das am PC und bei dem Dollarzeichen, wo er donated, steht auch Mitgliedschaft verschenken. Ob das auch auf dem Handy steht oder so, das kann ich euch, wie gesagt, leider nicht sagen. Bei mir sieht das anders aus. Ah, Manuela ist spooky. Vielen lieben Dank. Also wie gesagt, einfach den Follow da lassen. Sobald wir 50 haben, haben wir da auch die nächste Hürde und ja. So, jetzt klingelt hier mein Schatz, dass mein Schatz Feierabend hat und am Weg nach Hause ist. Und ja, Sally ist im Moment schlimm. Also das ist, und wie gesagt, ne, ich bin für jeden dankbar, der irgendwie unterstützt und das kann. Aber ich kann verstehen, wenn ihr aktuell sagt, Alter, nee, geht nicht. Also, ne, wir wissen selber nicht, wie wir hinkommen und dann bleibt kein Geld, um dem netten, sympathischen, jungen Mann aus dem Internet dann eine Donation dazulassen, kann ich voll und ganz verstehen. Boah, ich habe heute echt gute Laune, kann das sein? Ich habe heute echt gute Laune. So, gucken wir mal. Mein Controller ist entkoppelt. So, ich muss gleich auf jeden Fall dran denken, den Sound leise zu machen. Das muss ich auf jeden Fall. So, Shiny Micro, ich drück dir die Daumen. Oh, 9 Minuten 50 Sekunden. Oh, wir kriegen hier sogar Countdown. Ich bin ja begeistert. Diesmal sogar ohne Musik. Also ich werde am Anfang des Streams wieder gucken, dass ich den Ton für euch stumm schalte. Seid mir da nicht böse, weil
Ihr kennt Nintendo, ne? Dann kommt wieder irgendeine urheberrechtlich geschützte Musik und Alsano kriegt wieder Ärger von wegen, du darfst diese Musik nicht benutzen. Und dementsprechend kann es sein, dass ich das ein oder andere Mal, wenn ich vermute, dass es urheberrechtlich geschützte Musik sein könnte, dass ich da den Ton dann ausschalte, dass er dann ohne Ton hört. Das ist etwas doof gemacht, weil Nintendo ja eigentlich weiß, dass die Leute das streamen. Aber naja, muss man so hinnehmen, muss man so hinnehmen. Und mittlerweile nach 2 Jahren Streamen hat man so seine Erfahrung damit. Und dann fällt das auf. Habt ihr denn, also ich weiß ja, Edgeko hat eben irgendwas geschrieben, was er sich wünscht, ne, für ein Spiel. Ich habe tatsächlich null Erwartungen, also gar nicht. Es wär mega, wenn ein neues Mario-Spiel kommen würde. Mal so ein richtig neues Mario-Spiel. Also kein Port oder irgendeine Emulation oder sonst irgendwas oder ein Remake, sondern ein richtig, 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 richtig neues Mario-Spiel. Das wäre Bombe. Und viele hoffen ja auf den Port der beiden Zelda-Spiele, von denen ich keine Ahnung habe. Ich weiß nicht. Was natürlich der Bringer wäre, wo mein Herz aufgehen würde, wo mein Herz wirklich aufgehen würde, wäre, wenn in der Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft die virtuellen Konsolentitel von den Gameboy-Spielen drin wären. Oder Game Boy Color. Oder GameCube. Irgendwie sowas. Irgendwie so noch ein Anreiz. Weil ich habe jetzt die Erweiterungspass wegen dem DLC, weil das hat sich bei uns mehr gelohnt. Wir haben die Familienmitgliedschaft, da kann man 8 Accounts einbinden. Und wir alle in der Familie spielen ja Mario Kart. Und dann haben wir uns die Kosten quasi geteilt. Und alle konnten dadurch gratis den DLC für Mario Kart spielen. Deswegen habe ich die große Mitgliedschaft bei Nintendo. Ansonsten würde sie sich für mich gar nicht lohnen, nur für die paar N64 und Sega-Spiele, bin ich ehrlich. So. So, Loris, spiel Fortnite. Da hast du immer was zu machen. So. Also. Was? Oh Gott, Claudia. Ja, ich habe ja bei uns 300 Euro im Monat, also von 70 Euro auf 300 Euro im Monat die Gaspreise. Also das war auch echt der Hammer. Also da war ich echt, da bin ich vom Glauben abgefallen. Ja, weil leistungstechnisch könnte die Switch das schaffen. Locker GameCube-Spiele emulieren, weil das wissen wir ja, weil dieses Super Mario Bundle zum 35. oder 30. Geburtstag von, ne, wo die N64 und Super Mario Sunshine und sowas drauf war, das waren ja auch alles emulierte GameCube-Spiele oder N64-Spiele, deswegen schafft die Switch das von der Leistung her. Ja, das war eigentlich, wir haben 3 Spiele gekauft, die alle über den Emulator laufen auf der Konsole. Und wenn man sich das Bundle geholt hat und dementsprechend ist das technisch möglich. Also das, ne, und ich meine, man hat schon Gameboy-Spiele auf den Dings portiert, ne, auf den 3DS. Und es wäre jetzt kein großer Akt, das für die Switch zu machen, weil die Dateien liegen ja alle vor. Das ist ja nichts neu programmieren. Ne? Die müssen einmal den Emulator anlaufen kriegen für die Konsole und dann laufen da alle Spiele drauf. Also das ist ja nicht allzu kompliziert. Also, weil jeder Hobbybastler im Internet kriegt so einen Gameboy-Emulator hin. Naja, wollen wir mal hoffen. Wollen wir mal hoffen? Ich bin gespannt. Ich bin irgendwie bin ich im Moment so in dieser Nintendo-Tiefphase. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe das eben schon Robin gesagt. Ich weiß auch nicht, irgendwie fehlt mir bei Nintendo im Moment so ein bisschen die Leidenschaft von Nintendo selbst. Die fehlt mir ein bisschen. So, und Manuela, ja, Harvest Moon habe ich tatsächlich, ich habe ja einen Harvest Moon-Titel. Meinen Lieblings-Harvest Moon-Titel habe ich tatsächlich auf der Switch. Und kann ich euch gleich mal, oder kann ich jetzt gerade mal, läuft ja hier gerade. Und zwar ist das ein Remake. Die Version gab es damals für den Game Boy Advance und für die PlayStation 1. Und das ist hier Friends of Mineral Town. Und das ist die allerbeste, finde ich, Harvest Moon Version, die es jemals gab.
Und das war auch das einzige PlayStation-Spiel, was ich damals als Kind auf der PlayStation von meiner Schwester gespielt habe. Und meine Schwester hatte damals eine PlayStation 1 und eine 2 hatte die, glaube ich, auch. Und ich war immer ein Nintendo-Kind und da haben wir uns immer sehr unterschieden. Und das war das einzige Spiel, was ich tatsächlich auf der PlayStation gespielt habe. Ja, Christian, sag ich ja, ne? Das ist also technisch nicht so das Schwierige. Und Hukumil und Pukusan kommen. Ich habe die Anime-Folgen, ich bin nicht auf dem Laufenden, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nicht auf dem Laufenden beim Anime. Tatsächlich, ich habe die ersten paar Folgen geguckt und dann habe ich immer gedacht, ach komm, guckst du morgen weiter? Und dann war übermorgen und übermorgen und dann war vorbei. Und jetzt irgendwie gefühlt ist die Serie fast zu Ende, Pokémon-Reisen, und ich habe 5 Folgen gesehen. Schluck auf, Entschuldigung. Ja, ansonsten war es heute relativ entspannt. Ich habe eben in Fortnite noch die letzten guten Vibe-Quests gemacht und ja, ging schnell. Ich freue mich auf Sonntag. Denk dran, Sonntag dann der erste reine Fortnite-Stream auf Twitch um 19 Uhr. Und da feiern wir die neue Season. Morgen gibt es in Schwert und Schild Dynamite Abenteuer. Habe ich sonst noch was vergessen, was ansteht? Ich glaube nicht, nein. Hi Mona! Und Claudia, es gibt ja so das ein oder andere, was ich auch nicht als Shiny, also ne, wo ich auch echt dreimal hingucken muss. Also da ist Sukumil tatsächlich, da kann man sich echt vertun und denken, es wäre halt einfach echt eine andere Geschlechtsvariante, das stimmt schon. Obwohl ich sagen muss, wenn man es weiß, dass es ein Shiny ist, sieht es eigentlich ganz cool aus. Oh Mann, das ist bitter, das ist bitter. Ja, ich wollte mir das irgendwann mal, wollte ich mir so eine kleine PlayStation 1 holen, nur für dieses Spiel. Aber lustigerweise, wenn du das Spiel bei eBay kaufen willst, das Originale, kostet das mehr als eine gebrauchte PlayStation 1. Und das fand ich schon krass. Und dann war ich froh, dass es für die Switch rauskam. So. Sally, im Notfall, los einfach, würde ich sagen. Und Ines, noch gar keins. Noch gar keins. Ich habe tatsächlich, weil ich schon so viele Snom habe, habe ich tatsächlich gar kein Dynamite gespielt, bin ich ehrlich. Also das, mir fehlt irgendwie so ein bisschen dieses, ne, dieses auch so auf die Community eingehen, das fehlt mir ein bisschen. Das würde ich mir mehr wünschen. Also ein bisschen mehr mit der Community sein und nicht nur für die Community. Wäre vielleicht die richtige Formulierung. Also ich finde, das hast du bei anderen Spielen nicht so. Das habe ich ja jetzt durch die Zeit, wo ich Fortnite spiele, erlebt. Da ist irgendwie die Bindung zur Community bei Epic wesentlich höher als die bei Nintendo, finde ich. Nintendo hat diesen Nostalgiefaktor, ne? Und ich liebe Nintendo abgöttisch, gar keine Frage. Aber die machen mehr für die Community und nicht mit der Community. Und das fehlt mir ein bisschen. Einfach dieses Miteinander. Das würde ich mir ein bisschen wünschen, Nintendo. Ich meine, ihr seht das eh nicht, dafür bin ich zu unwichtig, aber ich möchte es trotzdem gesagt haben. So, noch 30 Sekunden. Dann kriegen wir wahrscheinlich erstmal wieder eine Wartezeit. So, wenn euch der Ton übrigens zu laut oder zu leise ist vom Direct, sagt Bescheid, dann stelle ich das um. So, noch 10 Sekunden. Was kriegen wir zu sehen? Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. 3, 2, 1, 0. Peggy 18. So. Lucifer hat praktischerweise nochmal eine Kanalmitgliedschaft verschenkt. Und Christoph hat sie gewonnen. Und Christoph, Glückwunsch. Und Lucifer, vielen, vielen lieben Dank. Lucifer, vielen lieben Dank. Und Christopher ist jetzt auch neues Kanalmitglied.
4 realms surrounding a holy land at its center. 1,000 years ago, our land Ist das Zelda? vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us. Ah, Heroes okay, known as dieses emeralds. Emblem sagt mir was, With dieses... them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has been safe. Gut gemacht ist der Trailer. A resurrection. The binding weakens. Fire Emblem, genau, so heißt es, genau. Dankeschön, Robin, dankeschön. Das habe ich einmal auf dem Handy installiert, weil man dafür Nintendo-Punkte kriegt. Aber das war so echt so gar nicht meins. Aber freut sich da jemand drüber? Freuen wir uns darüber? Sind wir enttäuscht? Hatten wir uns was anderes erhofft? Wird er jetzt zu Captain Planet? So, Lucifer findet das cool. Also wie gesagt, ich habe es einmal auf dem Handy probiert und Fire Emblem engaged. You're really awake, yeah? 1,000 years? That's how long I've been asleep. What are those horrible things? If I may, you are a divine dragon, a member of a royal family of dragons revered as deities. Okay, also ich sehe jetzt schon, dass das echt nichts für mich ist. Dragon. I feel like I can almost remember. I've had my eye on you. Echt, nee, also da sehe ich jetzt schon von den 2, 3 Sachen da, dass das echt gar nichts für mich ist. Das ist nicht meine Spielart. Also das hat ja mehr was von Schach, finde ich. Na klar, Jasmo, na klar. The time has come. Now, as one. So, sag mal Bescheid, ob das so okay ist. One strike will decide it all. Please grant me your strength. Loris, da sind wir uns einig, ne? Also das ist... Ich meine, es ist optisch sehr, sehr schön gemacht. Also da kann man nichts sagen. Es ist ein optisch sehr, sehr schönes Spiel. Aber diese Spielart ist einfach nicht so meins. Aber für alle Fire Emblem-Fans da draußen, die wollten sich wahrscheinlich freuen. 20.01.2023. Also gar nicht mehr so lang. 皆さんこんにちは。 Hallo. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。最初にご覧いただいたのは So, sind wir mal 最新 gespannt. 作ファイアーエンブレムエンゲージです。本作は通常版の他に Zusätzlich zur Standardversion gibt es natürlich auch nochmal eine Version, die 320 € kostet und ein Poster und ein Artbook enthält. 本作の今後の続報にご期待ください。 So ähnlich wie bei Harry Potter. 続いてはヘッドラインをご覧ください。 Ah, ich liebe es, wenn die so machen. It takes two to tango. Das sieht ein bisschen aus wie die Cody and Sims. May's relationship is on the rocks. But it gets even tougher when they're turned into dolls. To get their bodies back, they'll brave an onslaught of challenges where working together is the only way forward. Team up and cooperate with a friend in this critically acclaimed 2-player platforming adventure. Even the bumpiest road can be traveled with someone by your side. Das ist also quasi... Aber das verstehe ich jetzt richtig. Das ist quasi ein Eheberatungsspiel auf der Switch. Also be played on 2 consoles via local wireless or online with a pal via the free Friends Pass. Help Cody and May return to normal. With a partner, of course. It Takes Two launches on Nintendo Switch November 4th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Also für mich ist das so, ne, die zwei haben Eheprobleme, werden zu Puppen und du musst die dann durch die Welt führen und wieder versöhnen. The forbidden story begins. Crazy.
Okay. Ah, das ist schon nichts für mich. Das sieht schon zu gruselig aus. After mysteriously vanishing as a child, Ruka Minazuki visits an abandoned hospital in search of her lost memories. Aha. Nee, da kann ich jetzt schon sagen, da bin ich zu schreckhaft für. Use the camera obscura to repel evil spirits and uncover the memories that were sealed away. A dark curse looms near. What ancient rituals will be revealed? Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse, launches for the first time in the West on Nintendo Switch next year. There's a new hero who looks mechanical? Introducing Volume 2 of the Xenoblade Chronicles. Okay, ja, das ist, da bin ich auch raus. This is Ino, a new hero. She appears to be, Und Ines, 350. 350 kostet die ungefähr. Die kann man bei Saturn im Mediamarkt schon vorbestellen. Challenge battles will also be added. Und bei Amazon glaube ich auch. Test your mettle in consecutive battles against tough enemies. Defeat all enemy waves to earn rewards. Challenge even stronger enemies to earn valuable accessories and special outfits. Ja, also ich glaube, Jasmin, wer Jasmin kennt, ne, die wird sich freuen, die spielt Xenoblade Chronicles. Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch October 14th. Get drawn into these Nintendo Switch games. Nautical nonsense begins when SpongeBob and Patrick make a wish that unravels the very fabric of the universe. In this 3D platforming adventure, you'll travel through portals to 7 outlandish wish worlds, like prehistoric kelp forest and Wild West jellyfish fields. Ja, Using all also sorts of wacky moves, don over 30 fantastic cosmic costumes, and meet your favorite Bikini Bottom residents from the TV series, voiced by their original actors. That's it. ich wusste gar nicht, dass SpongeBob noch läuft. Cosmic Shake, launching on Nintendo Switch next year. You're all ready. Das sieht irgendwie nach Tekken aus. Fit? Box with familiar Fitness characters boxing. from Fist of the North Star. They'll be your instructors in exercise mode, leading you through various boxing drills. Defeat as many enemies as you can with just your fists in battle mode. Or take on rivals in boss battles, including Jaggy. Fitness Boxing, Fist of the North Star, launches on Nintendo Switch March 2023. This ain't your average dodgeball. Throw whatever you can at opponents in this hilariously hard-hitting party game. Embrace the absurdity of frantic minigames, each one featuring ridiculous rules in madcap arenas. Customize your character from head to toe with hundreds of accessories. Plus, challenge up to 6 friends and frenemies in local and online play. They won't even know what hit them. Oddballers launches on Nintendo Switch early next year. A small fox washes ashore on a ruined island. Brave the unknown in this isometric action-adventure game. Your only clue here is the manual. Traverse the island's interconnected realms to retrieve its missing pages. Also, das ist quasi Link's Awakening mit einem Fuchs. Hab ich so richtig, ne? Das. Weil selbst die Musik hört sich an wie bei Link. Tunic launches on Nintendo Switch September 27th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. New intel has arrived for these Front Mission remakes. Full remakes of 2 Front Mission games are storming in. In Front Mission 1 Remake, you'll pilot giant machines called Bonzers in tactical turn-based combat. As you progress, you'll obtain skills that can help you gain the upper hand against opponents. You can also test your mettle at the Colosseum. Continue the battle in the sequel, previously unreleased outside of Japan. Take advantage of additional features like more terrain effects, weapon and armor attributes, and over 80 new skills added from the first game. Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this November.
Front Mission 2 Remake will launch on Nintendo Switch next year. And in the future, a remake of Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. Who cares? It's a wonderful life for a new generation. Das sieht nach Harvest Moon aus. After nearly 20 years, a beloved farming Ja. experience is reborn. Welcome back to Forgotten Valley. Here, you'll manage a farm passed down to you by your father. Restore and expand your farm as you nurture crops. Kann das sein, dass es auch Care ein for your Remake friendly ist? animals and help the land flourish. Befriend the townsfolk while you're out and about in the valley. You might even meet your future partner and start a family. In this installment, those around you will grow older as time goes on. Their appearances will change over the years. Your child will also choose their career based on how you raise them. Ja gut, dass man älter wird, finde ich wiederum ganz cool. An especially wonderful farm life in Forgotten Hi, Valley Omega. lies ahead. Story of Seasons, A Wonderful Life launches on Nintendo Switch. Summer Sieht 2023. ganz nett aus, würde ich sagen. Und da kommt was für Splatoon. Robin, für dich. Es gibt ein The Splatfest. first post-launch Splatfest for Splatoon 3 has been confirmed. Here's the theme. Pika, ne, gar What would nichts. you bring to a deserted island? Gear, grub, or fun? This Splatfest will take place on the dates shown on screen. So many incredible possibilities. Which team will you join? So, es ist, also, könnt in Splatoon beim Splatfest teilnehmen. For Splatoon 3. Be on the lookout for more info in the future. いか Nein. いかがでしたか皆さんは無人島に何を持ってきますか Meine Switch und Pokémon. 皆さんもぜひ参加してください。次はこちらの映像をご覧ください。 So, komm, jetzt irgendwas Gutes, irgendwas Gutes. Nein, also nichts Pokémon-artiges. Hatten wir das nicht schon in der letzten Direct? Oder ist das einfach ein Spiel, was so ähnlich aussieht? Nee. Ach so, Teil 2. Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. 8 new travelers embark on a journey through the land of Celestia. That we could realize a world without conflict, without bloodshed. I'm going to become a star and bring smiles to Agnea, people's Agnea, die faces, Tänzerin. just like Mama. I'm hitting the road. I'll be back once I eliminate that devil called poverty from the world. The man who took everything from me Der Gelehrte shall die Ostwind. by Mein my Gott. hand. Not again. Not this stench. The stench of blood. Doubt is what I do. Der Kleriker. Leave Gott! the hunting to me. You'll have all the tasty meat you want. I need to rediscover who I am. Die Apothekerin sucht ihre Erinnerungen. Explore a wide world set in a bustling era. Each traveler's path action differs between day and night. Lord knows well the ways of the world. What will happen when their paths intertwine? Let's go, Temenos. Oh my! And what adventures await them in this new I world? think I found the source. The Ich meine, das eight Schöne ist, wenn man die travelers verschiedenen each have their Charaktere own nimmt, story to man kann tell. das mit jedem Charakter Where will nochmal their neu journeys spielen. Das lead ist them? wiederum ganz cool. And you. Octopath Traveler 2 launches on Nintendo Switch February 24th, 2023.
ご覧いただいたのはスクエア・エニックスさんが送るオクトパストラベラーの最新作です。新たな8人の旅路にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。So. A magical home is waiting for you. Welcome to your new fairy tale life in Fae Farm. Ah, das sieht wiederum echt süß aus. Cultivate your homestead and forge everlasting friendships in this farm simulation RPG. Discover magical spells to grow crops. Face off against mischievous foes. And explore the enchanted realms of Azoria. Ach, das tatsächlich, das könnte mir gefallen. Cast of characters who call this island their home. Tend and grow your fairy tale farmstead solo or together with up to 4 players in local or online multiplayer. By gathering resources and crafting items, ist ja so ein bisschen was wie Animal Crossing. Your home and enjoy this mesmerizing adventure even more. As the seasons change, new spellbinding surprises can be unlocked that'll help you restore Azoria to its natural splendor. Magic awaits in Fae Farm, launching exclusively on Nintendo Switch Spring 2023. It's a musical blast from the past. Celebrate the 35th anniversary of the Final Fantasy series with the latest theater rhythm game. Okay, Final Fantasy Musikvariante. Torn from the heavens. Also bei sowas frage ich mich, wer spielt sowas? There are 385 songs total. Songs are categorized by game, so you can play each stage while experiencing the series through the music. In addition, 2 players locally can complete stages in pair style, while up to 4 players can battle to the beat in online multi-battle. Theater Rhythm Final Bar Line begins its symphony on Nintendo Switch February 16th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. After the game's launch, paid DLC songs from the Saga series. Nier series. Ja, also, nachdem das Spiel draußen ist, dürft ihr nochmal für extra Songs bezahlen. Octopath Traveler. Live Alive and more will be released. That's 90 additional songs. Plus, editions containing a season pass and 27 extra songs, including Melodies of Life, will be available. Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh nein, das ist Rabbids. Das ist auch echt kein Spiel für mich. Galactic proportions with Mario and the Rabbids. Let's dive into exploration. Freely roam through all sorts of wondrous worlds, each one jam-packed with Also das hat mir keinen Spaß gemacht. Da habe ich mir das andere für die Switch mal geholt und das war echt gar nichts für mich. Unlock hidden paths and help out the locals with their troubles. At shops, you can get items that'll come in handy during battles. After each quest or battle, your team will earn rewards and get stronger. Sparks are here to lend a helping hand. Recruit up to 30 different Sparks. Also die Hälfte vom Direct ist schon vorbei und es ist wirklich noch nichts wirklich Bahnbrechendes dabei gewesen. Can Mario and the Rabbids put an end to the darkness? Nein. Mario Plus Rabbids Sparks of Hope launches on Nintendo Switch October 20th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A Gold Edition can also be pre-ordered, containing the base game, weapon skins, and a Season Pass. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Restore peace between humans and monsters. Rune Factory 3 returns on Nintendo Switch. Take a break from quests to chat with the locals. Cultivate crops. Also diese Direct scheint sehr bauernhoflastig zu sein. Among other relaxing activities. You can also transform into a monster. Your abilities in battle and conversations with the locals will vary depending on your form.
Your choices will also cause different echt nicht, was ich events sagen to soll. occur. Plus, a brand new mode has been added to help you enjoy more quality time with your in-game spouse. Rune Factory 3 Special launches on Nintendo Switch next year. Glückwunsch. Oh. Kommt jetzt noch irgendwo Special? Plus, a new Rune Factory series will launch in the future. Großartig. Oh, vielleicht kommt daher endlich mal was für Nintendo mich. 64 games are on the way. Pilot Wings 64. Ich will Snowboard Kids. Mario Party. Ah, das ist cool. Das ist tatsächlich cool. Mario Party 2. Mario Party 3. Mario Party 4. Pokémon. Oh, wie nice ist das da? Ah, dann vielleicht... Oh, Pokémon Stadium 2. dann vielleicht kriegen wir doch virtuell Konsolentitel. 1080 Snowboarding. Nee, nicht das. Snowboard Kids. Excite Bike 64. Aber das könnte echt sein, dass wir dann tatsächlich... Gradually be added in the future. Okay, You can play a selection of 2023. Nintendo 64 games and enjoy many more gaming benefits with an active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Aber das wäre echt cool, weil man konnte bei Pokémon Stadium ja das Originale, Game we should mention. die Pokémon aus dem Gameboy draufladen und benutzen. Oh, James Bond. Ernsthaft? GoldenEye, oder? Ja. Glückwunsch. Why not mix things up with these Nintendo Switch games? Live your best life on the newly discovered continent of Antuisia in this immersive RPG. Perform over 100 types of daily tasks to build character and deepen your relationships with the locals. In doing so, you'll gain access to different job classes and abilities. A grand adventure into the unknown awaits. Claudia, für die Switch, aber auf dem Nintendo 64 Emulator. Dafür brauchst du den Nintendo Switch Erweiterungspass, also Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspass, die große Mitgliedschaft. Build a new rocket from scratch in this management sim game. Scour the planet for materials. Then build machines to refine them into various resources. Eventually, you'll construct multiple production lines like these. Das erinnert mich irgendwie so an 1998, wo ich SimCity auf dem PC gespielt habe. October 28th. A young girl named Ib visits an art museum with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy gallery by the artist Schwert until one particular piece draws her in. Nee, Claudia, leider nicht, leider nicht. Du musst das tatsächlich dann in der Mitgliedschaft ist das drin, in der großen. Kannst du nicht separat kaufen. Launching on Nintendo Switch Spring 2023. Mario Strikers Battle League Football, featuring action for up to 8 players locally on one console, is getting a second free update. Joining the roster are Pauline, a physical powerhouse with fast movements and strong tackles. And Diddy Kong, a midfield speedster with dazzling techniques and high pass accuracy. Moin Darkus. More gear and another stadium are being added. The second free update launches this month. Alter. The final summer begins. とある予感がした。どこまでも眩しくて想像しいあの夏が始まる。そんな予感が。When strange islands suddenly appear, Ryza and friends set sail to investigate in order to protect their homeland from impending danger. Sprawling landscapes set the stage for your adventure. Freely explore this vast world and forge your own path in this charming RPG. 11 heroes from all walks of life will join your party. During battle, work with your allies to activate various skills, which can be swapped out when needed. Glückwunsch. Teamwork is paramount after all. New features are also in store.
The keys to this lively adventure are in your hands. Boah. Ich versuche meine Begeisterung in Grenzen zu halten. Spürt ihr das? Launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Wave 3 is on the way. Aha. Here's a sneak peek at 2 courses racing into Wave 3. Merry Mountain from Mario Kart Tour. Bergbescherung. Ja, die Strecke sieht cool aus. Die Strecke sieht cool aus. Peach Gardens from Mario Kart DS. Ah, ich glaube, die habe ich auch mal gespielt. Ich glaube ja. So, wann? Pass auf jetzt. Januar, Winter. Race into Wave 3 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass launching this winter. Buy the Booster Course Pass separately or enjoy it for no additional cost as part of a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. いかがでしたか？ Warum fragen die immer, was wir sagen? スポーツに関するお知らせです。次回の無料アップデートでゴルフを追加します。収録コースは全部で21コース。ローカルプレイはもちろん、オンラインでは最大8人で同時にコースを回りながら多数の多い人から脱落していくサバイバルゴルフをお楽しみいただけます。秋に配信とお知らせしていましたが、開発にもう少しお時間をいただきたく、冬に配信予定です。もうしばらくお待ちください。続いてはこちらの方からご紹介いただきましょう。Kam jemand von 宮 Pokémon? 本さん。こんにちは。ご無沙汰しています宮本です。今日はいくつか近況報告も兼ねてお伝えしたいことがあります。まず春にツイッターでお知らせしましたが、イルミネーションのクリス・メレランドリーさんと取り組んでいるスーパーマリオの映画ですが、来年の春の公開となりました。そして USJ で2年目を迎えたスーパーニンテンドーワールドですが、アメリカ・ハリウッドでもオープンしますよ。最近はそれらの追い込みに取り組んでいます。さて、今日はピクミンについて皆さんにお伝えしたいことがあります。1作目からもう20年が過ぎましたが、まだまだ作り続けています。昨年11月にナイアンテックさんとモバイルで Die machen uns neugierig, indem sie von dem Super Mario Film erzählen. Uns dann nur zu erzählen, dass sie über Pikmin reden, ja? Das habe ich jetzt richtig verstanden, oder? 位置情報と連動した遊びで、外に出かけて歩くことでピクミンを見つけたり育てたり、一緒に花を植えたりする遊びです。毎日のウォーキングやお出かけに持って歩くだけでいいんです。一日の終わりには出かけた場所を振り返ったり、ピクミンをお使いに出してその日に見つけたアイテムを集めたり。Hat Nintendo sich jetzt so das ein oder andere von dem ein oder anderen Content Creator abgeguckt? So nach dem Motto, ey Leute, ihr glaubt es nicht, bahnbrechende Neuigkeiten rund um den neuen Super Mario Film. Aber leider habe ich keine, deswegen erzähle ich euch jetzt was von Pikmin Bloom. ちょっと私の画面を見てみましょう。ピクミンは700匹近く育ててますね。ピクミンは花のエキスが大好きなんです。こんな風にエキスをあげると花を咲かせてくれます。その日に歩いた歩数もわかりますね。マップは歩いたところの雲が晴れていくので。Das Schlimme, dass viele von euch jetzt zum ersten Mal von diesem Spiel hören. Sagt doch eigentlich schon, wie schlecht dieses Spiel ist, oder? 大阪にも行ってますね。Das wird ähnlich wie bei diesem Harry Potter Gedrisse von Niantic sein, dass das in ein paar Wochen ein paar Monaten keiner mehr spielt und die das einstellen. Aber jetzt müssen wir uns natürlich eine Viertelstunde in einem 40 Minuten Nintendo Direct Zeit nehmen, um die Leute auf dieses unsagbar spannende Spiel aufmerksam zu machen.
Eine Schnecke! Krass!そうです。ついに民放が Richtig gesehen. 2023年に登場します。 Also, 今日は具体的な遊びはお見せできませんが、このように地面に近いピクミンの視点でも遊べるようになりますよ。して新しい T シャツも作りました。スイッチでとても操作がしやすいものになったので、ピクミンシリーズの最大の遊び、段取り、マネジメントの戦術により集中して遊べます。ピクミン4をお楽しみに。小泉さん、ありがとう。宮本さん、こちらこそありがとうございました。引き続きヘッドラインをご覧ください。Take your dancing game to the next level. ich mache die Musik gerade den Ton für euch aus, weil da läuft urheberrechtliche Musik. Also er läuft gerade, für alle, die es interessiert, da läuft gerade der Dynamite-Song. So. Can you survive the season of death? As you cultivate a peaceful Aber hat das nicht eben jemand gesagt, ob das Harvestella war? Da habt ihr Harvestella. Ich glaube, das ist jetzt das 4. oder 5. Bauernsimulationsspiel in dieser Direct. Along the way, allies with different motives will join your cause. While facing numerous dangers, you'll begin to uncover the truth of this ill-fated world. After this presentation, a demo containing the opening days of your farm's first season will be available on Nintendo eShop. Save data can be transferred to the full game once purchased. Harvestella launches on Nintendo Switch November 4th. Get ready for a devilishly Ich glaube, da freuen sich viele drauf auf Bayonetta. After 500 years, Umbra Witch Bayonetta was revived in the present day. In the first Bayonetta game, she clashed with angels to recover her lost memories. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, she'll fight to protect the world from the sudden invasion of man-made bioweapons called homunculi. Homunculi. Don't worry, I know this song by heart. She's gone from fighting for herself to fighting for others to fighting for the world. Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her include the journalist Luca and another Umbra witch, Jean. Die platinblonde Hexe. Viola also joins in on the action. Wiped out for good. A hair-raising, demon summoning, globe-trotting adventure awaits in Bayonetta 3, launching on Nintendo Switch October 28th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Echt, ne, also das ist auch echt gar nichts für mich. After today's Nintendo Direct, a new trailer delving more into gameplay will launch on our official YouTube channel. A dark fantasy mystery abounds from the creators of Danganronpa. Welcome to the city of perpetual rain. Many cases remain unsolved in this corporate-controlled metropolis.
Those who investigate are called master detectives, who come from all around the world. Meet Yuma, an amnesiac detective, and Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Dive into these unsolved cases as a trainee at the detective agency. Also das ist im Prinzip Detektiv Conan, Thoroughly oder? inspect each crime scene to gather clues and evidence. When you're ready, Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. A mystery labyrinth. Overcome obstacles and manifestations of mysteries to edge closer to the actual events. However, mystery phantoms will attempt to hinder your progress during each case. Avoid their barrage of falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of Master Detective Archives Rain Code, launching first on Nintendo Switch Spring 2023. Enter the village, if you dare. The latest installment in the Resident Evil series is coming to Nintendo Switch as a cloud version. Ethan Winters must face the horrors of the village and its 4 fearsome lords to Das rescue sieht his ganz abducted cool daughter. aus, aber Resident Evil Village Cloud launches on Nintendo Switch October 28th. ganz You ohne can Quatsch. download and try out the free demo today. Ich würde on das Nintendo tatsächlich eShop spielen. To pre-order the full game. The Winter's Expansion DLC, containing a new third-person mode, additional story content, and more, will launch December 2nd. Ja, eben, das ist es ja. Also das sieht gut aus, das würde ich auch spielen. Aber ich gebe nicht das Geld für eine Cloud-Version aus, wenn ich das für den gleichen Preis auf einer anderen Konsole kriege. Also, ich würde das echt gern spielen, aber ich sehe das da nicht ein. It's an action-packed lineup of Nintendo Switch games. Vanquish foes to avenge your father in this Kung Fu action brawler. Und, Krieger, ich weiß. Ich weiß, dass es etwas spookiger ist. Parrying opponents, you'll break their stance and gain the upper hand. Fall in combat and you'll get older and weaker. In turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Can you exact revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Switch November 8th. Also es ist ein Tekken, in dem du älter wirst. Nintendo eShop. Experience the events leading up to Final Fantasy VII in this exhilarating action RPG. Zack Fair is a young and ambitious soldier operative aspiring to become a hero. Together with Sephiroth and Cloud, he investigates strange disappearances within his elite unit. This remaster features enhanced HD graphics, an updated combat system, and new soundtrack arrangements. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion launches on Nintendo Switch December 13th. The classic arcade shoot-'em-up Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Fire different types of weapons to take down waves of enemies. Defeat multiple enemies of the same color. Darkes, ich habe Outlast schon gespielt. Ich habe Outlast auf der Switch tatsächlich. Habe ich sogar schon im Member Stream gespielt und mich mega erschrocken. Rack up these bonuses for a high score. Radiant Silvergun launches on Nintendo Switch later today. Recruit a team of shipwrecked heroes and make your way out of a derelict space station in this roguelike game set in the endless universe. But it's not as easy as it sounds. You'll have to fend off continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. Complete various quests to unlock new heroes, weapons, station areas, and more. Up to 3 players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Do you have what it takes? Endless Dungeon launches on Nintendo Switch next year. Alter, Alter. The journey of world Boah, ich bin so froh, regeneration wenn das vorbei ist, begins ne? anew. Remaster of Tales of Symphonia is coming to Nintendo Switch. The world of Silverrond is controlled by shadowy forces called Desians. To stop them,
a person known as the Chosen One must ascend the Tower of Salvation. I really hope that's true. Lloyd soon embarks on a journey with Colette, worried? the current Chosen One and his childhood friend. Bonge, in ich his wollte es nicht so beloved gesagt action haben, aber RPG. ja, ist tatsächlich They'll so. meet allies along the way. Also es Like ist the alles wandering immer, aristocrat, Zealous, alles nur Remakes und Ports and a und lumberjack who irgendwelche lost her emotions after an Cloud-Varianten, experiment. Presea. für die ich keine 60 Euro Other ausgebe. allies will also Ganz im join the Ernst. party. Dann gebe ich die 60 Euro aus und hab so. The fate of two interconnected worlds hangs in the balance. Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch early next year. Am 15.09. beginnt die neue Season in Fall Guys. Also, falls ihr es noch nicht gewusst habt, der Fall Guys spielt neue Season 15. September. Kirby. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. Das ist auch echt ein Witz, oder? Spaceship crash lands on planet Popstar. To help Magolor return to his home planet, Kirby and his friends set off on an adventure. In addition to sword, whip, Und es gibt bestimmt and jetzt other ein, familiar copy abilities, the new Mecha copy ability makes its debut. Blast foes from a distance, or punch them up close. oh Gott. It's packed with other powerful moves as well. The game supports local play for up to 4 players on the same console. Plus, everyone can play as Kirby while using their favorite copy abilities. There's also a collection of sub-games to play. This includes the new sub-game Magolor's Tome Trackers, and returning ones like Samurai Kirby. All sub-games can Nee, be ich played glaube with auch. up to Ich glaube, 4 ich glaube, players. es ist. An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Pika, ich wusste nicht, dass das tatsächlich interessant für dich ist. Also, Fire Emblem wurde angekündigt. 新しくなった星のカービィ Wii が登場します。どうぞお楽しみに。ここまで任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございました。次が最後の映像になります。ご覧ください。 So, jetzt kommt noch Zelda Breath of the Wild 2 und dann ist Ende. 100%ig. Nein, 99%ig. Ich glaube, ja. Ja, komm, das muss doch Zelda sein. Ich meine, der ist ein Typ mit einem Schild und einem Schwert. Und die sieht auch aus wie eine verlorene Prinzessin, die einen komischen Hand... Ja. Und schon, kaum kommt Zelda Breath of the Wild 2, der Trailer, schon feiern alle diese Direct, weil einfach mega, ne? Weil man hat gesehen, wie Link aus den Wolken fällt. Das sieht optisch schon cool aus. Es sieht optisch schon cool aus, auch wenn es kein Spiel für mich ist, aber... Tears of the Kingdom heißt es. Tears of the Kingdom heißt es.
12.05.2023. Jetzt sind alle Zelda-Fans glücklich. Nächstes Jahr im Mai gibt es Zelda. So. Also für mich war tatsächlich nichts dabei. Sehr, sehr traurig, aber ich freue mich und gönne es allen Zelda-Fans, dass ihr das Release-Datum für Breath of the Wild 2 habt. Und das gönne ich euch von Herzen. Und wie gesagt, für mich war nichts dabei. Aber muss ja nicht. Aber schade. Schade, ich bin etwas enttäuscht. Naja, dann verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, euch hat die Nintendo Direct wenigstens etwas gefallen, im Gegensatz zu mir. Aber wir sehen uns morgen 19:15 auf YouTube für Pokémon. Da werden wahrscheinlich Kyurem weiterjagen im Dynamite-Abenteuer. Ab 21 Uhr geht es dann weiter auf Twitch. Also falls ihr mich auf Twitch noch nicht abonniert habt, abonniert mich auf Twitch, denn da spielen wir Fortnite. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag und wir sehen uns dann morgen. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.